Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Schaut unbedingt das letzte Video, denn da geht es um den Trainer, den wir angeblich verpflichtet haben. Ganz wichtig zum Anfang, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten, Glocke aktivieren, eure Meinung sowie immer in die Kommentare und damit starten wir direkt rein. Ja, Markus Fiedler, auch darüber haben wir gestern gesprochen, soll zum FCM kommen. Er war gestern noch der Top-Favorit, die Vereine waren in den Gesprächen und man soll sich gestern geeinigt haben. Der FCM soll sich geeinigt haben mit Stuttgart, was die Ablöse betrifft. Und zudem soll sich Ottmar Schork mit Fiedler persönlich geeinigt haben. Damit steht dann er jetzt unter Vertrag offiziell. Wird das dann sehr wahrscheinlich demnächst auch gesagt, wenn Kietz weg ist. Ja, und damit haben wir einen sehr, sehr interessanten Trainer, einen sehr, sehr großen Talentförderer. Damit können vor allem Spieler wie Magnus Bars, Pierre Njombe oder auch Zane und alle jungen Spieler vor allem in den Fokus in der nächsten Saison rücken. Vielleicht bringt auch Laurin Ulrich mit. Das wäre mein großer Traum, denn es ist ein perfekter Ersatz für ihn. Auch ein U-Deutschland-Nationalspieler gefällt mir recht gut, wie er das taktisch angeht. Hat jetzt auch in der Saison in der dritten Liga über 10 Score gemacht, nur in der Rückrunde. Bei einer Hinrunde bei Ulm hat er nicht überzeugt, aber da passt er auch nicht so sehr ins Spielsystem. Bei Fiedler natürlich perfekt. Deswegen, den Namen dürfen wir mal auf dem Zettel behalten. Der ist auch bei aktuell vielen Zweitligamannschaften im Gespräch. Also könnte vielleicht Fiedler da auch ein Wort einlegen und sagen, jo, komm doch nach Magdeburg. Das wäre richtig top, wäre ein guter Deal für uns. Und könnte damit auch Mo perfekt ersetzen. Da muss man jetzt natürlich versuchen, den Kader zu halten. Das wird der Hauptfokus von Ottmar jetzt sein. Und zudem die Verhandlungen mit Hannover abschließen. Das wird auch, denke ich mal, heute oder morgen noch passieren. Wenn nicht übermorgen, denke mal, bis Montag wird das Ding durch sein und auch offiziell gemacht, dass Kietz nach Hannover wechseln wird. Wie gesagt, der Vertrag soll unterschrieben sein, damit hat man dann einen Trainer unter Vertrag und das heißt, man muss Kietz abgeben. Viele soll unter anderem bei vielen anderen Zweitligisten auch noch auf der Wunschliste gewesen sein, auch auf Hannovers Wunschliste. Das war nämlich so ein bisschen Kuriosität. Man hat eigentlich gesagt, ja, entweder geht Fiedler nach Hannover und Tietz bleibt, oder Fiedler geht zum FCM und Tietz geht halt nach Hannover. Das waren so die Situationen, die man eigentlich hätte machen können. Dafür wäre der eine Fiedler bekommen und der andere Tietz. Ich freue mich sehr auf Fiedler, ich finde ihn sehr interessant, aber wie gesagt, auch hier nochmal, Tietz weiß, was er in Magdeburg hatte. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich bin nicht überzeugt von dem Wechsel, persönlich. Aber er wird sich schon richtig entschieden haben. Vielleicht. Auf jeden Fall wird Fiedler ein interessanter Trainer für uns. Mal schauen, wie es bei Tietz läuft. Ich wünsche, wie gesagt, alles Gute für die Zukunft. Aber er hat sich einfach beim FCM die ganze große Chance verspielt, seine ganze Sympathie verspielt, weil er es einfach unnötig gemacht hat. Weil er es einfach unpersönlich gemacht hat und respektlos auch gegenüber dem Verein. Was man persönlich nicht von Tietz gedacht hätte, weil er ein guter Mensch sein soll. Ich persönlich finde immer noch die Ablösen für Trainer Quatsch. Ich finde, damals war das grundsätzlich besser, wie man das da gelöst hat. Wenn der Vertrag ausläuft, kann der Trainer wechseln oder wenn er gefeuert wird, aber anders nicht. So gehört sich das auch für mich. Ja, ist eine schwierige Situation. Aber jetzt haben wir endlich die Klarheit, sehr wahrscheinlich. Wir haben den Nachfolger vor dem Weggang. Auch das ist ein positiver Fakt. Die Spieler werden sich jetzt natürlich auch hinterfragen, okay, wie sieht jetzt meine Zukunft aus? Da wird es dann jetzt auch die nächsten Tage wichtige Gespräche geben zwischen Trainer und Mannschaft. Vor allem die ersten Trainingseinheiten werden sehr wichtig für Martin Kaas und so weiter, ob man eventuell eine Zukunft sieht bei den gewissen Spielern oder ob die Spieler dann sagen, okay, das wird mir noch zu riskant, ich gehe vielleicht doch nochmal, weil ich hier nicht die Rolle habe wie in der letzten Saison, vielleicht ist ja Martin Kaas dann gar kein Stammstürmer. Das weiß man alles nicht. Es wird neu gemischt. Die Karten werden nochmal ganz, ganz offengelegt. Es kann auch sein, dass vor allem ein Edin Sokovic Stamm spielt. All das kann passieren. Auf jeden Fall ein Trainer, der sehr viel auf Talente setzen wird. Darauf freue ich mich. Ich wünsche mir sehr, dass Magnus Bars eine große Rolle spielt. Auch hier könnte er der Ersatz von Burcu sein. Was auch mein Wunsch ist persönlich, wenn er es schafft. Aber nur wenn er es schafft. Man wird definitiv auf dem Flügel einiges holen. Aber Magnus Bars hat meiner Meinung nach die Qualität, definitiv dritte oder wenn nicht sogar zweite Ersatz zu spielen.
Das hat er auch gezeigt gegen vor allem Regensburg, wo er richtig gut gespielt hat. Deswegen, wir werden abwarten. Natürlich dann jetzt ist die Frage, wie man das Ganze über Social Media natürlich zeigt oder zeigt einfach an die Öffentlichkeit. Das wird der FCM sehr schwierig lösen können, weil sehr, sehr viel Kritik an Tietz geben wird, aber ich bin mir sehr sicher, das sehe ich nämlich einfach täglich unter meinen Videos. Weil da wirklich viele Vereine interessiert waren, das spielt immer weiter diese Sympathie runter. Aber wie gesagt, jetzt ist Planungssicherheit zu 100% da. Am 7.6. wird der FCM definitiv Spieler unter Vertrag haben. Eigentlich schon 6.6. Aber da ja das Video hier kommt, sagen wir jetzt einfach mal 7.6. Ja. Wir freuen uns damit auf schönen Offensivfußball vor allem. Das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Fiedler ist jemand, der offensiv spielen lässt, ähnlich wie Tietz. Bloß lässt das oftmals mit einer Viererkette spielen. So wie auch das Gallen gespielt hätte. Ob sich da was ändert, das könnte durchaus sein, dass er vielleicht auf das System von Tietz übergreift. Aber jeder Trainer hat seine eigenen Fähigkeiten und Techniken. Auch das ist ganz wichtig. Und dann müssen wir schauen, wie wir spielen, welche Spieler davon aussortiert werden, weil das ist ein Trainer, der eigentlich nicht auf Flügel setzt. Das heißt, wir würden ohne Flügel spielen und daher, dass wir viele Flügelspieler verloren haben, wäre das auch relativ sinnvoll. Problem daran, Barisch-Artig müsste dann wieder Zehner spielen und ich habe ihn wirklich sehr gemocht auf dem Flügel, weil er es da wirklich in der Zeit richtig, richtig gut gemacht hat auf Erstliganiveau. Deswegen abwarten, System angucken, die ersten Testspiele werden interessant. Mit einem neuen Trainer ist es immer so. Er muss sich jetzt in die Stadt reinarbeiten, er muss wissen, was der FCM ist. Er muss verstehen, wie der FCM tickt, wie die Fans ticken, er muss bei den Fans direkt gut ankommen. Das sind alles wichtige Faktoren und vor allem, was wichtig wird, die spielerische Qualität. Weil wenn jetzt nicht diese Überzeugung da ist, am Anfang so zu spielen, ähnlich wie bei Tietz, wird es sehr gefährlich für ihn werden. Und er wird sehr viel Kritik einstecken müssen. Ich hoffe, dass wir die ersten Testspiele wirklich gut absolvieren. Die ersten Testspiele sind erstmal gegen Partnervereine bzw. kleinere Vereine. Wenn du dann aber jetzt gegen Wolfsburg spielst, darfst du keine Packung bekommen. Das darf definitiv nicht passieren. Und dann bin ich mir sehr sicher, wenn wir keine weiteren wichtigen Spieler verlieren, wenn wir definitiv Minimum im Mittelfeld arbeiten. Das andere wäre bis jetzt komisch, weil wir haben nur 2 Topspieler verloren, davon war einer die Hälfte der Saison verletzt. Da müssen wir auch ganz realistisch sein. Eure Meinung siehst du wie immer gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr supporten. Dankeschön an jeden, das macht. Eure Meinung zu Fiedler. Und bis zum nächsten Mal. Auch ab 99 kann man Mitglied werden.